Hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Im Video Test 167 habe ich euch ja die eMart Parabol 85 cm Softbox vorgestellt. Die hatte ich extrem günstig bei Amazon Warehouse erworben für 29 Euro und noch was, ein paar zerquetschte, kostet normalerweise aber um die 145 Euro. Ja, und ich habe euch ja gezeigt, wie das Ganze aufgebaut wird und habe mich noch gewundert, dass die Fehler, die also an der Box sein sollten, mattes Metall, ein Kratzer, die Verpackung beschädigt, dass das hier bei diesem Produkt überhaupt nicht vorhanden war. Nun, die haben mir eine andere Box geschickt, also die hatte auch eine leichte Macke, aber die war sehr leicht zu beseitigen, das zeige ich euch hier im Bild. Da fehlte nämlich am Speedring zum Einhaken des Bones-Adapters eine Schraube. Und das habe ich mir dann schnell selbst nachkonstruiert, also aus 3 oder 4 Unterlegscheiben, die ich dann mit Sekundenkleber zusammengeklebt habe. Dann habe ich eine einigermaßen passende metrische Schraube gehabt, die ich dann verwenden konnte. Und die habe ich dann in das Zollgewinde eingedreht. Das war ja Alu, das Basismaterial des Speedrings, und da ging es dann doch verhältnismäßig ohne grobe Gewalt, sondern recht sanft und hält Bomben fest. Und wie das Ganze dann jetzt am Ende aussieht mit eingehängtem Bones-Adapter, das seht ihr jetzt hier im Bild. Nun, damit war diese Marke beseitigt und alles in bester Ordnung. In diesem Video hier möchte ich euch jetzt zum einen Messergebnisse zeigen, die die Box direkt betreffen. Also, wie ist die Lichtverteilung in der Box? Das kennt ihr schon von meinen anderen Videos her. Ich habe hier nur jetzt eins nicht gemacht. Ich habe also dann später im zweiten Teil des Videos, der sich mit der Lichtwirkung auf einem Hintergrund befasst, dann diese Barebulb-Geschichte, also das Verwenden der Box ganz ohne Diffusoren dann weggelassen, weil das ist eigentlich völlig unnötig. So würde man die Box im Regelfall nicht verwenden. Ausnahmen bestätigen diese Regel natürlich, ist da ganz klar. Der dritte Teil dieses Videos besteht jetzt diesmal aus einem kleinen Shooting mit einem Bekannten von mir, dem Girgis. Und da mache ich mal etwas, was ich vorher noch nicht gemacht habe, nämlich einen Vergleich zwischen der Lichtwirkung der Octabox und dieser Parabol-Softbox. Und da werdet ihr staunen. Tja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, liebe Freunde, und da wären wir jetzt hier wieder bei mir im Studio. Die Box hat genau mit der Vorderkante 1 Meter Abstand zum Belichtungsmesser und ich messe standardmäßig immer Mitte, links, rechts. Im Moment haben wir aufgezogen einen Innendiffusor und den Außendiffusor und sonst nichts. So, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das Ganze filme ich jetzt noch in Echtzeit, sodass ihr den Ablauf nachvollziehen könnt. Nachher stelle ich das aber ein bisschen auf schneller um, damit man sich einfach nicht zu sehr langweilt bei der ganzen Geschichte. So, gucken wir mal, ein bisschen ruhig stellen. So, links, ja, und rechts. Zwischendurch mache ich mir natürlich immer die Notizen, das habe ich aber jetzt ausgeblendet. Sonst dauert das zu lang. Und rechts, so. Und dann habe ich einen Wert. Und wenig überraschend, also eigentlich sollten alle Werte einigermaßen gleich sein. Und tatsächlich, der Messwert ist 11 2/3 Stops, also eine F6.3. Ja, wie ich es erwartet habe in dem Dreh. Jetzt kommt der Frontdiffusor mal runter. Wir haben nur noch den Innendiffusor. So, macht diese Konstellation Sinn? Das werdet ihr dann später sehen, wenn ich mal die Lichtwirkung mit euch mir ansehe. Also man kann das durchaus so machen, auch nur mit dem Innendiffusor zu fotografieren. So, und hier geht es jetzt mit etwas mehr Speed up, Mitte, so, links, alles schön angepeilt. Ich versuche das natürlich möglichst genau zu machen. Leute, ich habe am Boden auch eine Linie mit Klebeband gezogen, sodass es auch wirklich 1 Meter Abstand immer gleichbleibend ist.
So, schauen wir mal, was wir hier dann im Endeffekt für einen Blendenwert haben. Die Messwerte hatte ich ja notiert. Gucken wir mal. Ja, und das wäre dann hier eine F9. In der Mitte natürlich etwas stärker abgedämmt. Eine etwas höhere Blende ist ja klar, da ist ja natürlich der Innendiffusor angesetzt. Aber wie gesagt, die Ergebnisse schön gleichmäßig immer noch. Jetzt haben wir überhaupt keine Diffusoren mehr und ich mache diese Messung eigentlich allein aus dem Grund, um zu testen, ob die Boxenbespannung, die silberne, auch wirklich das hält, was sie verspricht. Ist die Box gut rund gefertigt, dann sollte ja jetzt überall das Ergebnis einigermaßen gleich sein. Ein Drittel Stop, kein Problem, aber mehr darf es ums Verrecken nicht sein. Und es gibt natürlich immer eine kleine Messtoleranz auch beim Belichtungsmesser. Und hier seht ihr jetzt, ja, F9 bis 10, das Ganze tendiert zum Messwert 14, also eine F10. Ja, und wenn wir das jetzt mal so geschluckt haben, dann kommt jetzt eigentlich nur noch dazu der Test mit den Waben. Ich setze mal die Grids an und da reiche ich jetzt mal nach, was ich beim Unboxing jetzt mal nicht ganz richtig gemacht habe, als ich die Grids zum ersten Mal montiert habe. Ich suche jetzt hier die offene Stelle in der Umrahmung und damit fange ich dann auch an, die Grids zu montieren und so sollte man es auch machen. Und wunderbar, ich zeige euch das jetzt hier auch im Bild, wenn man das korrekt macht, dann sind auch wirklich die Waben so schön glatt aufgespannt und so quadratisch, dass das Ganze wirklich schon einen fast perfekten Eindruck macht. Also das kommt schon sehr professionell rüber, obwohl diese Box jetzt mal Realpreis nur 130, 140 Euro normalerweise hätte kosten sollen. Natürlich für den Preis, wie ich sie erworben habe, für 29 Euro, was weiß ich, 57 glaube ich waren es, ist das natürlich schon lächerlich. So, und jetzt haben wir hier nur die Grids, das habe ich mir nochmal notieren müssen. Und auch hier wieder lassen wir es wieder etwas krachen. Ich peile das Ganze ein, stelle auf Fire, so, überprüfe das und ab die Post. So, naja. Hier werden sich keinerlei Überraschungen ergeben. Viele haben die Meinung, dass wenn man die Waben aufspannt, dass die Licht wegnehmen. Nein, das tun sie genau frontal zur Box nämlich nicht. Die Waben sorgen nur dafür, dass Streulicht, das seitlich herausfällt aus der Box, dass das minimiert wird. Und das seht ihr auch später jetzt dann im Beleuchtungstest ganz deutlich. Das ist sehr interessant, das mal zu sehen. So, gucken wir mal. Und was haben wir hier jetzt dann? Das wird auch so um die F10 rum sein. Ja, natürlich, es ist eine F10, wieder mit dem Drittelstop, Abweichungen, Mitte, links, rechts, kein Problem, passt. So, in der nun folgenden Serie beurteilen wir mal die Lichtwirkung. Und da habe ich jetzt hier mal nur die Grids aufgespannt, also das, mit was wir das letzte Mal dann eigentlich aufgehört haben, ist ja klar. Jetzt geht es halt ein bisschen in umgekehrter Reihenfolge. Und ansonsten seht ihr hier nur, ich fotografiere mit Blende 8 eine 125. Sekunde. Und damit erzielen wir jetzt dann folgendes Ergebnis, übrigens mit Auslöse, Verzögerung und Spiegelvorauslösung. Ich arbeite ja noch mit DSLR. So, und da sehen wir dann hier jetzt das Ergebnis. Rechts unten habe ich ein bisschen in der Box, links unten etwas lausig angeklettet. Das macht aber nichts, die Lichtwirkung ist erkennbar. In der Mitte einen schönen hellen Hotspot, der weich ausläuft, aber in ein Gitter hinein. Wirkt sich in der Realität eigentlich kaum aus. Ich fotografiere übrigens gerne so. Jetzt haben wir nur den Innendiffusor. Das ist die Originalgrafik von eMart. Und ja, da fällt der ein bisschen klein aus, also in Wirklichkeit ist der größer. Das seht ihr jetzt dann aber in der nächsten Aufnahme. Ansonsten gleiche Einstellungen. Und dann gucken wir mal, wie sich das anlässt. Ist übrigens auch eine gangbare Geschichte, nur Innendiffusor. Ja, und da haben wir den, das ist also ein schöner heller Lichtkreis, aber ihr seht dann auch schon, außen wird viel auch vom Studio mit ausgeleuchtet. Also wir haben auch hier viel Streulicht nach außen. Aber der Kreis innen ist wirklich ordentlich definiert. Gefällt mir auch ebenfalls sehr gut. Jetzt haben wir Innen- und Außendiffusor. Hier habe ich jetzt den Innendiffusor etwas grafisch der realen Größe angepasst.
So sollte das also normalerweise in Wirklichkeit ausschauen und tut's auch. Wie gesagt, gleiche Einstellungen. Hier haben wir jetzt natürlich das schwächste Licht insgesamt. Ihr erinnert euch vorhin, das war eine f6.3, was gemessen wurde. Ja, und das sieht man jetzt dann hier auch später im Vergleich noch viel besser zu sehen. Natürlich auch die Streuwirkung nach außen enorm durch die Diffusoren, natürlich ganz klar. Aber ein Licht, was durchaus gut für Pärchen und kleine Gruppen sehr schön geeignet ist. Sehr soft, sehr weich. Und jetzt setze ich hier noch in Ergänzung, weil das dann doch eine praktikable Geschichte ist, noch den Grid außen drauf. Verwende ich persönlich eher seltener, aber bei dieser Box muss ich sagen, ist die Lichtwirkung wirklich sehr schön. Bei der Okta gefällt es mir nicht so gut, da habe ich das weggelassen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Und das ist sehr angenehm. So, hier die fertige Aufnahme und schaut euch mal diesen gut umgrenzten Lichtkegel an. Also das ist schon eine starke Geschichte und ich werde das in Erwägung ziehen für meine nächsten Shootings. Ja, und dann gucken wir uns das Ganze mal im Vergleich an, von links nach rechts, von oben nach unten. Und dann sieht das Ganze so aus. Also das sind schon heftige Unterschiede. Man sieht wirklich bei jeder Montagemöglichkeit ein anderes Bild. Leute, die Möglichkeit, alles wegzulassen und nur mit dem reinen Lichtformer zu fotografieren, die habe ich weggelassen, die erzeugt eigentlich im Prinzip dasselbe wie Aufnahme Nummer 3, nur mit einem härteren und strahlenderen Licht und natürlich härteren Schatten.
So, liebe Freunde, ich denke mal, das war recht aufschlussreich. Was kann man denn jetzt im Endeffekt sagen? Hat sich der Kauf dieser Box gelohnt? Für mich ist das so, na klar, für diesen Preis war es jetzt mal diesen Test wert und ich verfüge jetzt dann halt über eine Parabol-Softbox, mit der ich runde Catchlights in den Augen erzeugen kann. Aber Leute, der Unterschied zu einer Octabox, der ist wirklich marginal. Und man muss sich vor Augen halten, dass die Octabox im Studioeinsatz, gerade in kleinen Studios, weitaus weniger Platz benötigt als eine Parabolbox. Und zwar in jedweder Größe. Also ob sich das jetzt für euch rechnet, das müsst ihr selber entscheiden. Auf jeden Fall lohnt es sich, und das soll auch eine andere Quintessenz sein aus dieser Geschichte, sich diese Amazon Warehouse-Angebote genauer anzuschauen. Denn auch hier gibt es immer mal wieder Angebote, wo man sagen muss, Mensch, für eine kleine Macke, wenn ich halbwegs handwerklich geschickt bin, kann ich die noch selber beseitigen und habe dann ein wirklich neuwertiges Produkt, nicht neues Produkt, mit dem ich arbeiten könnte. Also das war jetzt durchaus eine sehr positive Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Ich habe überhaupt generell bei solchen Sachen keine schlechten Erfahrungen gesammelt. Das habt ihr jetzt in meinen letzten Videos auch gesehen. Also es lohnt sich immer, sich mal umzuschauen. Nun, das war's dann mal wieder für dieses Mal. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst oder ein Like. Darüber freut man sich immer und es hilft dem Kanal ungemein. Ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Allzeit gutes Licht, euer Alex Schwarz.